Herzlich willkommen zu der Session Connectivity Hero, Highlights moderner Automatisierungstechnik. Mein Name ist Merijo Kersten und gemeinsam mit meinem Kollegen Marco Henkel, er ist seinerseits der Leiter der Business Unit Automation, führen wir Sie gemeinsam durch die Produktneuheiten von VAGO's Automatisierungstechnik. Marco, was können wir denn von der heutigen Session erwarten? Zunächst einmal ist es klasse, dass wir auch im Jahr 2021 bei der Hannover Messe dabei sein dürfen, wenn auch dieses Jahr leider nur im digitalen Format. In dieser Session haben wir eine Auswahl aus unseren Produktneuheiten vorbereitet, und zwar aus den Bereichen der I/O-Systeme, der Netzwerkinfrastruktur, der Steuerungstechnik und aus dem Themenfeld der Cloud und Cloud-Dienste. Wie gesagt, es ist eine Auswahl aus den Produktneuheiten und einen vollständigen Überblick über die Produktneuheiten erhalten Sie, indem Sie unsere Broschüre natürlich auch in digitaler Form von unserer Homepage herunterladen können, sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache. Wir haben ja eingangs bereits den Begriff Connectivity Hero gehört. Wir bei VAGO haben uns dieses Motto ganz groß auf die Fahne geschrieben. Was kann sich unser Zuschauer denn genau darunter vorstellen? Ja, in einer intelligent vernetzten Welt sind die Übergänge von der Informationstechnik, also der IT, in die Automatisierungstechnik, also der OT, bestenfalls fließend. Und unter der Überschrift Connectivity Hero oder auch Schnittstellenmeister widmen wir uns genau diesem fließenden Übergang. Warum bekommt das Thema Konnektivität bzw. Connectivity Hero eine immer größere Bedeutung? Nun ja, die Automatisierungstechnik, aber auch die Informationstechnik entwickeln sich selbstverständlich fortlaufend weiter. Und die Welt wird nicht müde, jedes Jahr neue Technologien auf den Weg zu bringen. Und diese neuen Technologien erfordern neue Anschlusstechniken, neue Signalformen oder eben auch neue Übertragungsprotokolle. Der Konnektivität kommt dabei eine besondere Rolle zu, denn es zeigt sich genau an diesen Schnittstellen, ob der Übergang genau so fließend ist, wie wir ihn für eine intelligent vernetzte Welt benötigen. Und wir stellen uns diesen Aufgaben und zeigen heute Lösungsansätze, damit Sie diese Herausforderung meistern können. Ich würde vorschlagen, wir nehmen das Thema Konnektivität auf der I/O-Ebene einmal ins Auge und lassen uns von unseren Kollegen Ludwig Adelmann und Markus Redeker nicht nur unser breites Portfolio in Sachen I/O-Systeme vorstellen, sondern ganz speziell auch unser neues I/O-System Field für die schaltschranklose Automatisierung. An dieser Stelle übergebe ich an Markus Redeker. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer, mein Name ist Markus Redeker und ich bin Leiter der Produktlinie Koppler I/O in der Business Unit Automation hier bei VAGO. Ich freue mich, Sie heute recht herzlich zu unserer digitalen Session VAGO I/O-Systeme begrüßen zu dürfen. Ja, wenn wir über Automatisierungstechnik sprechen, ist VAGO schon lange bekannt als der wahre Schnittstellenmeister. Wir haben verschiedene I/O-Systeme für die unterschiedlichsten Applikationen und Anwendungen im Portfolio. Auf der einen Seite haben wir unsere Serie 750 mit seinen scheinbar unendlichen Möglichkeiten und den über 500 verschiedenen Modulen für alle Anwendungsbereiche und jegliches Feldsignal, was Sie sich vorstellen können. Auf der anderen Seite haben wir unsere Serie XDR, welche für extreme Umgebungsbedingungen gemacht ist. Seien es extreme EMV-Bedingungen, seien es Vibrationen oder Umgebungstemperaturen von -40 bis +70 Grad. Und auch auf der Feldbusseite sind wir optimal aufgestellt. Unsere Systeme unterstützen alle relevanten Ethernet-basierten Feldbussysteme wie zum Beispiel EtherCAT, Ethernet IP oder auch Profinet. Doch im Schaltschrank kommt es auf mehr an als nur die I/O-Systeme. Eine stabile Verbindung zwischen den Komponenten ist hier von entscheidender Bedeutung. Hier kommt unser umfangreiches Switch-Portfolio ins Spiel. Vom einfachen Unmanaged Switch zu dem Full-Featured Managed Switchen können wir den gesamten Bereich von Infrastrukturkomponenten anbieten. Insbesondere sind hier die Lean Managed Switche zu nennen, die eine hohe Funktionsvielfalt mit der einfachen und intuitiven Konfiguration vereinen. Die Hauptfunktionalitäten von diesen Produkten sind die Diagnose von Netzwerk und Netzwerkverbindungen, die Netzwerksicherheit und die Netzwerkredundanz. Diese Funktionen können alle sehr einfach
über das integrierte, moderne Web-Based Management konfiguriert und überwacht werden. Das macht es sehr einfach, diese Produkte in bestehende Anlagen und Systeme zu integrieren. Doch was ist außerhalb des Schaltschrankes? Mit dem WAGO I/O System Field hat WAGO sein Expertenwissen aus dem Schaltschrank in die Welt der dezentralen Automatisierungstechnik ausgeweitet. Mit diesem Mitglied in unserer I/O-Familie haben wir eine IP67-basierte, zukunftssichere und performante Plattform geschaffen, die optimal für Ihre Applikationen ausgerüstet ist. Und um Ihnen jetzt einen Überblick zu geben, was die Highlights und die Funktionen von diesem System sind, habe ich meinen Kollegen, den Ludwig Adelmann, mitgebracht. Ludwig Adelmann ist Produktmanager in der Produktlinie Koppler I/O und verantwortlich für das System Field. Also Ludwig, los geht's! Vielen Dank, Markus. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer. Bei dem WAGO I/O-System Field handelt es sich um ein IP67 Remote I/O-System für die schaltschranklose Automatisierung. Es besteht aus unterschiedlichen Komponentenarten. Da sind zunächst einmal auf der einen Seite die Feldbus-Module. Diese Feldbus-Module sind ausgestattet mit digitalen Ein-Ausgängen oder mit IO-Link Master Ports. Sie können in M8 und M12 Anschlüssen ausgestattet sein und sind verfügbar in Metallausführung voll vergossen. Demgegenüber stehen auf der anderen Seite sogenannte IO-Link Hubs, die unvergossen sind und aus Kunststoff gefertigt sind. Sie dienen insbesondere dem Anschluss von intelligenter Sensorik, Aktorik auf IO-Link-Basis zu unseren IO-Link-Mastern. Und sie können natürlich aufgrund des geringen Gewichts direkt an Anlagen wie Handlingsrobotik oder Montageautomaten angeschlossen werden, um leichte Applikationen, also Applikationen, da wo es auf eine Gewichtsreduzierung ankommt, zu bedienen. Das ist aber nicht alles. Ein wesentliches Highlight des WAGO I/O-Systems Field ist die erweiterte Netzwerkkonnektivität. Diese findet man unter anderem in der Unterstützung der Technologie IO-Link wieder, allerdings auch, dass wir unterschiedliche Feldbus-Module mit unterschiedlichen Stacks anbieten. So ist es so, dass wir Profinet-Module anbieten, dass wir EtherCAT-Module als auch Ethernet-IP-Module im Angebot haben. Außerdem ist jedes dieser Module mit einem OPC-UA-Server ausgestattet, der Zugriff beispielsweise hat auf das Parametermodell oder auch auf Statusinformationen eines jeden Gerätes, um diese zum Beispiel zukünftig auch über MQTT in die Cloud hinein zu transportieren. Last but not least ist es so, man erkennt es vielleicht hier an diesem kleinen Dom, dass jedes dieser Feldbus-Module zudem mit einem Bluetooth-Interface ausgestattet ist, um dann auch mobil in meiner Anlage einmal nachzuschauen, wie ist denn der Status meiner Anlage oder was für einen Fehlerfall habe ich dort gerade, den ich über eine LED signalisiert bekommen habe. Neben dieser erweiterten Netzwerkkonnektivität ist es auch so, dass wir heute schon die Basis für Ihre Investitionen in die Zukunft gelegt haben, indem wir ein System on Chip verwenden, der auch morgen schon die Möglichkeit bieten wird, TSN zu unterstützen. Nun, die erweiterte Konnektivität ist ein wesentliches Merkmal des WAGO I/O-Systems Field, aber es bietet auch noch viel mehr. Da ist auf der anderen Seite zum Beispiel noch das Load Management. Bei dem Load Management ist es so, dass portbezogen oder kanalbezogen, wenn Sie so wollen, für digitale Ausgänge Spannung, Strom und Temperatur gemessen werden. Diese Messungen könnte ich auch noch überwachen, indem ich entsprechende Grenzwerte aktorbezogen vorgebe, also es konfiguriere. Und diese Möglichkeiten, die sind natürlich beispiellos. Und neben diesen Aspekten können auch noch die Ausgangsversorgung eines jeden Ports individuell sequenziell zugeschaltet werden, indem ich es vorgebe, wann welche Aktorversorgung zugeschaltet wird. Das ist immer dann von Vorteil, wenn ich Lastspitzen vermeiden möchte, die durch kapazitive Verbraucher erscheinen könnten. Ja, jetzt hatte ich Ihnen schon zwei wesentliche Highlights genannt, die erweiterte Netzwerkkonnektivität und auch das Load Management. Ein drittes ist das ausgeprägte Tooling. Bei diesem ausgeprägten Tooling
finden wir neben der Unterstützung der diversen Gerätebeschreibungen, die natürlich entsprechend feldbusspezifisch ausgeführt sind, ein IO-Link-Konfigurator. Dieser IO-Link-Konfigurator ermöglicht detaillierte Informationen dieser intelligenten Feldgeräte zu analysieren, sie über das Engineering letztendlich dann auch aufrufbar, darstellbar zu machen oder auch in der Steuerung auszuwerten. Er ist auch die Basis für unseren IP20 IO-Link Master. Er kann damit auch konfiguriert werden. Und dieser IO-Link-Konfigurator kann sich auch überall dort integrieren oder ins Engineering integrieren, wo ein TCI-Interface zur Verfügung gestellt wird. Neben diesen beiden Toolings, den Gerätebeschreibungen und dem IO-Link-Konfigurator, hat aber auch jedes der Feldbus-Module einen integrierten Webserver. Darüber besteht die Möglichkeit, individuell auf Geräteinformationen separat zuzugreifen, webbasiert zuzugreifen oder beispielsweise auch mal ein Firmware-Update durchzuführen. Ich kann natürlich auch konfigurieren oder Parametrierungsarbeiten dort mit versehen. Neben diesen Toolings ist aber auch noch eine App zur Verfügung. Diese App ermöglicht unter Android oder iOS es genauso, dass ich mir Statusinformationen zu den Geräten ansehe oder auch Parameter mal versetze bzw. verändere. All das ist über die App auch möglich. Diese App wird kostenlos in den gängigen Stores vom Apple App Store und auch Google Play Store angeboten und rundet das Ganze ab. Bevor ich meine Präsentation nun beende, möchte ich Ihnen einmal Gelegenheit geben, zu sehen, wie die Vago App IO-Field funktioniert. Und dazu habe ich eine kleine Demo vorbereitet. Dazu rufe ich die App, die ich zuvor installiert habe, einmal auf, wähle in dem Menü die Möglichkeit, den Data Matrix Code auszuwählen, aus, scanne diesen ein, somit weiß das Modul, dass es eine Kommunikation aufbauen soll. Mittels dieses Flashlights meines Mobile Devices zeige ich ihm noch an, dass ich mit ihm kommunizieren möchte und ich bekomme eine Rückinformation über diese blaue LED, dass diese Verbindung jetzt geschlossen ist. Das Gleiche sehe ich auch in meiner App als Bestätigung. Ja, ich habe mich jetzt mit einem Vago IO System Field Modul verbunden. Man erkennt es noch an der blauen LED. Und ich habe nun die Möglichkeit, mir verschiedenste Informationen anzuschauen von diesem Gerät, zum Beispiel die Hardware-Revisions- oder der Hardware-Revisionsstand, den Softwarestand, der dort implementiert worden ist. Ich kann die UII sehen, all das ist möglich. Ich kann weitergehen auf allgemeine Port-Informationen. Wie sind diese Ports eingestellt? Nutze ich jede beiden Kanäle eines Ports oder vielleicht nur einen Kanal davon? Wie ist der Status dieses Gerätes bzw. dieses Ports? Und ich kann natürlich auch Konfigurationen vornehmen, denn manchmal braucht man halt einen digitalen Eingang oder halt einen digitalen Ausgang oder eine IO-Link-Kommunikation zu meinem Endgerät. Das ist aber nicht alles. Ich kann beispielsweise auch mir den Status zu dem Eingangsprozessabbild und Ausgangsprozessabbild ansehen. Ich kann Ausgänge dabei auch forcen. Damit das gelingt, muss ich natürlich entsprechende Userrechte dazu haben. Ich muss es mir eingerichtet haben, was ich über entsprechende Auswahlmöglichkeiten der Accounts auch schon gemacht habe. Wenn ich diese Rechte nun habe, dann ist es sehr einfach, indem ich unter Forcing und dann PIN-bezogen oder kanalbezogen mir einen entsprechenden Kanal auswähle, zum Beispiel den Port X1. Vorab muss ich allerdings diese Grundfunktion einmal selektieren, sodass das Modul auch weiß, es soll in den Forcing-Mode hineingehen. Das habe ich jetzt gemacht, kann jetzt sozusagen den X1, den Anschluss 1 sozusagen forcen. Das mache ich jetzt mal und indem ich das dann mache, muss es sofort die Möglichkeit
geben, das auch signalisiert bekommen. Bei Port X1 sollte jetzt eine entsprechende gelbe LED anzeigen, dass dieser Ausgang geschaltet worden ist. Dieser Forcing-Mode wird im Übrigen auch oben angezeigt als Warndreieck, sodass ein Bezug vom Tooling gegeben wird, dass ich hier einen manuellen Eingriff getätigt habe. Was noch möglich ist, ist beispielsweise, dass ich umfangreiche Informationen zu diesen einzelnen Geräten bekomme. Jetzt ist es so, wir haben dort einen Class B Master im Einsatz und können demzufolge uns natürlich die Datenblätter dazu ansehen. Auch die Handbuchbeschreibungen sind hier abgelegt, sodass alle Informationen online im Zugriff sind und auf Bedarf hin mir als Anwender zur Verfügung stehen. Ja, meine Damen und Herren, ich hoffe, ich habe Sie neugierig gemacht auf mehr Informationen zum WagoIO System Field und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für die Einblicke in die Neuheiten auf der I/O-Ebene. Marco, lass uns einen Blick auf die nächste Ebene der Automatisierungspyramide werfen. Was für aktuelle Trends und Themen spielen dort aktuell eine Rolle? Nun, ich sagte eingangs, dass der Übergang von der Informationstechnik in die Automatisierungstechnik bestenfalls fließend ist. Und bei diesem fließenden Übergang spielt die Steuerungstechnik eine zentrale Rolle. Hier werden nicht nur die Steuerungs- und Regelaufgaben der Prozesse wahrgenommen, hier wird auch die Datenvorverarbeitung oder beziehungsweise die Datenaufbereitung durchgeführt. Aus physikalischen Werten werden datentechnische Objekte und aus informationstechnischen Daten werden auf dem Rückweg Stellgrößen für den Prozess. Und da könnte ich jetzt noch lange weitermachen, aber ich glaube, da greife ich den Kollegen besser nicht vor. Vielen Dank für diese Überleitung. Unsere Kollegen Alexander Janssen und Raphael Kühling stehen nämlich schon bereit. Sie werden Ihnen nicht nur die neuen Varianten unseres PFCs vorstellen, sondern auch einen besonderen Augenmerk auf unsere Edge-Devices legen. Seien Sie gespannt und viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Raphael Kühling. Ich bin Produktmanager für Automatisierungstechnik mit einem Fokus auf Steuerung und Mobilfunk. Heute möchte ich Ihnen zwei neue Varianten von unserer beliebten PFC-Steuerung vorstellen. Die PFC-Steuerung ist aufgeteilt in PFC 100 und der leistungsstärkeren Variante PFC 200 und basiert auf einem Linux-Betriebssystem. Zu den vielzähligen Möglichkeiten, die eine offene Verbindung zum Linux-Betriebssystem bietet, haben wir zusätzlich eine Vielzahl an Software-Features implementiert. So haben wir zum Beispiel Cloud-Connectivity, Security-Features und einen OPC-UA-Server direkt in unsere Firmware integriert. Aber schauen wir uns nun die erste Variante an. Wenn Daten über lange Strecken übertragen werden müssen oder eine Umgebung mit hohen elektromagnetischen Störungen vorliegt, geschieht die Verdrahtung meistens über Lichtwellenleiter. Im Normalfall muss man nun im Schaltschrank auch noch einen zusätzlichen Konverter haben, Medienkonverter haben, wenn man zwischen Glasfaser und Kupfer brücken möchte. Genau für diesen Anwendungsfall haben wir nun einen PFC 200 im Portfolio, der einen direkten Anschluss für Lichtwellenleiter bietet. Schauen wir uns diesen Controller einmal genauer an. Diese Variante ist sehr gut anhand des metallischen Kühlkörpers zu erkennen. Unterhalb stehen zwei Ethernet-Ports zur Verfügung und oberhalb sind in dieser Variante nun zwei SFP-Slots. In diese SFP-Slots können geeignete WagoSFP-Module zum Anschluss von Single- oder Multimode-Glasfaserleitungen gesteckt werden. Herauszuheben ist auch, dass diese 4 Ports sowohl Kupferports als auch die Lichtwellenleiterports frei separierbar sind. Das heißt, alle 4 Ports können in einem Netzwerk sein, es ist aber auch möglich, den Controller mit bis zu 4 Netzwerken zu verbinden. Damit haben wir nun den idealen Controller, wenn es darum geht, weite Distanzen mit Hilfe von Lichtwellenleiter zu überbrücken. Aber was ist, wenn eine abgelegene Station vernetzt werden soll und es steht keine Glasfaserleitung und auch keine Kupferleitung zur Verfügung? Oder wenn sogar ein bewegtes Objekt automatisiert werden soll? Genau dann kommt unsere nächste Variante ins Spiel, der PFC 200 mit 4G. Schauen wir uns auch diesen Controller einmal genauer an. Auch dieser Controller hat 2 Ethernet-Ports unten zur Verfügung. Dazu hat er auch noch eine serielle Schnittstelle. In der Mitte des Controllers kann man sehen, dass
wir die LEDs erweitert haben, dass man auch die Signalstärke direkt auf den ersten Blick sehen kann. Auf der linken Seite des Controllers sieht man nun, dass wir ein Modem angebracht haben oder das Gehäuse eines Modems. In diesem ist ein LTE Cat 4 Modem beinhaltet. Das heißt, es sind Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 150 Megabit und Uploadgeschwindigkeiten von 50 Megabit die Sekunde möglich. Über den SMA-Anschluss hier kann eine externe Antenne angeschlossen werden und über diesem SMA-Anschluss ist ein Einschub für SIM-Karten. Durch die Integration des Modems direkt in den Controller haben wir nicht nur eine Platzersparnis, sondern wir haben auch mehr Sicherheit. Somit ist es nicht möglich, eine einfache Manipulation durchzuführen, indem man einen Teilnehmer zwischen das Modem und den Controller steckt. Aber das Modem ist nicht nur in die Hardware integriert, sondern wir haben auch eine Integration in unsere Software. So steht zum Beispiel die Konfiguration des Modems über unser Web-Based Engineering zur Verfügung. Und zusätzlich haben wir Modem-Funktionalitäten in unser Engineering-System eCockpit integriert. In eCockpit steht eine Bibliothek zur Verfügung, mit der SMS gesendet und empfangen werden können und der Status des Modems in der Applikation geprüft werden kann. Für einen noch einfachen Einstieg in die vage Automatisierungswelt möchte ich nun auf den Compact Controller 100 aufmerksam machen. Dieser Controller ist von der Leistung her zwar unterhalb der PFC 200-Familie positioniert, trotzdem ist dieser Controller vollumgänglich in unsere Engineering-Systeme wie zum Beispiel eCockpit integriert. Der Compact Controller basiert ebenfalls auf einem Linux-Betriebssystem und hat eine Vielzahl der Funktionen, die auch der PFC unseren Kunden bereits bietet. Im Unterschied zum PFC hat der Controller aber Onboard-IOs, interne Kommunikationsschnittstellen und eine abnehmbare Verdrahtungsebene. Nun möchte ich an meinen Kollegen Alexander Janssen übergeben, der Ihnen die neuen Edge-Devices vorstellen wird. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und spannende Erkenntnisse dabei. Bis bald. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Alexander Janssen und ich freue mich, Ihnen heute die Edge-Devices von VAGO vorstellen zu können. Das Ziel von Edge Computing ist dezentrale Datenverarbeitung am Rand eines Netzwerks. Im Fokus steht Datenverarbeitung mit Nutzung der Cloud-Funktionalitäten. Heute möchte ich Ihnen neben Produktinformationen auch einige Ideen für den Einsatz der Geräte in Ihren zukünftigen Projekten geben. Die Serie 752 lässt sich aufteilen in zwei Gruppen. Wir haben einmal die Edge Controller und die Edge Computer. Schauen wir uns nun zuerst den Edge Controller an. Dieser basiert auf Quad-Arm-Architektur und hat den großen Vorteil der Wiederverwendbarkeit, weil wir die gleiche Firmware haben wie in unseren PFCs. Dank der Schnittstellenvielfalt hat man viele Möglichkeiten für den Einsatzbereich. Für den Datenabgriff stehen Ihnen CAN, Modbus, EtherCAT, aber auch BACnet zur Verfügung. Die Datenweiterleitung kann realisiert werden über OPC-UA oder MQTT. Zusätzlich haben wir 4 digitale Ein- und Ausgänge für die Anbindung in dem Feld. Wie Sie sehen, Sie haben viele Möglichkeiten für die Anbindung, nicht nur im Greenfield, aber auch in bestehenden Lösungen, den sogenannten Brownfield. Der Einsatzbereich von den Edge-Controllern ist vielfältig. Wir haben eine integrierte Runtime, was ermöglicht, ein Projekt mit eCockpit automatisch auf das direkt aufzuspielen. Dieser Aspekt ist besonders für den OT-Bereich relevant. Auf der anderen Seite, dank der Unterstützung von Docker-Technologie, haben Sie die Möglichkeit, Apps, die sogenannten Container auszuführen und damit Daten zu verarbeiten. Wie Sie sehen, mit diesem Gerät haben Sie die Möglichkeit, den SPS-Betrieb und Datenverarbeitung auf einem einzigen Gerät zu realisieren. Wir haben hier eine Verschmelzung zwischen zwei Welten, OT meets IT. Schauen Sie den zweiten Bereich der Edge-Devices an, die Edge-Computer. Diese Produkte basieren auf x86-Architektur und haben den Vorteil, dass dafür viele Programme und Lösungen bereits existieren. Auf den Produkten ist vorinstalliert Debian Linux und Docker, was ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Inbetriebnahme. Diese Open-Source-Lösungen werden kontinuierlich durch die Community weiterentwickelt und behalten die konstante Performance und Stabilität. Es gibt diverse Apps in der Community und zusätzlich bietet VAGO Drittanbieter-Container auf GitHub und Docker Hub an. Die Edge-Controller und die Edge-Computer sind wartungsfrei. Wir haben integrierten Flash-Speicher und die sind passiv gekühlt. Weiterhin Punkte der Edge-Computer im Bereich Security.
Wir haben integrierten TPM 2.0 Chip, was ermöglicht eine Verschlüsselung bereits auf der Hardware-Ebene. Der Einsatzbereich der Edge-Computer ist vielfältig. Ein mögliches Use Case ist, Daten von den Edge-Controllern einmal zu sammeln und anschließend auf den Edge-Computern zu konzentrieren in einer Datenbank und anschließend in die Cloud weiterzuleiten. Der Edge-Computer ermöglicht Ihnen eine performante Datenverarbeitung in der Edge. Zwei der Edge-Computer sind ausgestattet mit einem Quad-Core-Atom-Prozessor und sind erhältlich in 4 GB Variante oder 8 GB Variante. Zusätzlich können die beiden Geräte erweitert werden mit einer SSD-Festplatte und sind standardmäßig ausgestattet mit einer 64 GB Flash. Sollte in Ihren Projekten noch mehr Leistung gefordert werden, dann bietet Vago mit dieser Portfolioergänzung genau das richtige Produkt für Sie an. Der hochperformante Edge-Computer ist ausgestattet mit einem i7-Prozessor, 16 GB RAM und einer 256 GB SSD-Festplatte. Diese starke Leistung ermöglicht Ihnen, Datenvorverarbeitung, aber Datenverarbeitung in der Edge zu realisieren. Mit der i7-Variante haben Sie die Möglichkeit, dezentrale Bearbeitung von komplexen Applikationen nah am Prozess durchzuführen. Dieser Aspekt ist besonders in Bereichen mit kurzen Latenzzeiten relevant und dort, wo die Verfügbarkeit von den Systemen gewährleistet sein muss, zum Beispiel die Echtzeitanalysen. Nun möchte ich für Sie einmal zusammenfassen. Die Edge-Produkte von Vago ermöglichen in Steuerungsaufgaben performante Datenvorverarbeitung, aber Datenverarbeitung bereits in der Edge zu realisieren, nah an der Maschine die Funktionalitäten der Cloud zu nutzen. Weitere Informationen zu den Edge-Devices, aber auch zu anderen Automatisierungsprodukten erhalten Sie auf vago.com. Vielen Dank und bis bald. Vielen Dank an die beiden Kollegen. Marco, wenn ich das Thema Edge Computing nochmal aufgreifen darf, was verändert Edge Computing für die Steuerungstechnik? Ja, Mary, ich denke, dass gerade der zweite Teil, also der Teil über die Edge-Controller und das Edge-Computing gezeigt hat, dass die Steuerungstechnik heute mehr Aufgaben hat, als nur den Prozess zu regeln und zu steuern. Und dieses Mehr an Aufgaben darf die Steuerungstechnik bei Vago auch erledigen. Edge Computing umfasst ja die dezentrale Datenverarbeitung und bildet in vielen Anwendungen das Bindeglied in die Cloud, wo die Daten konsolidiert und auch zentral weiterverarbeitet werden können. Und dazu ist zunächst, treu dem Motto dieser Session folgend, die Connectivity für diesen Anwendungsfall zu berücksichtigen und sicherzustellen, bevor die Daten dann eben in den mannigfaltigen Verarbeitungsprozessen zugeführt werden können. Und wie das aussehen kann, erklären Ihnen unsere Kollegen Dirk Volkening und Carsten Wendt, die Ihnen Einblicke in die Vago Cloud und das Prinzip der Multicloud Connectivity geben. Herzlich willkommen zur Produktvorstellung der Multicloud Connectivity. Mein Name ist Dirk Volkening und ich werde Ihnen heute einige unserer IoT- und Cloud-Lösungen vorstellen. Wir bei Vago verstehen unter Cloud Connectivity die Kommunikation mittels MQTT von unseren Linux-basierten Geräten hoch in eine Cloud-Plattform, IoT-Lösung oder zu einem MQTT-Broker. Die Steuerungen aus der Serie 750 sind out-of-the-box IoT-ready und können Daten direkt mit einer Cloud-Plattform kommunizieren. Nicht zu vergessen ist auch, dass die Geräte für verschiedene Cloud-Provider zertifiziert sind und damit wirklich out-of-the-box nutzbar sind. Die Geräte konfigurieren Sie dabei ganz komfortabel im integrierten Web-Based Management, während Sie mit der eCockpit-Entwicklungsumgebung Ihre Applikation erstellen. Das Ganze findet unter Verwendung der Vago App Cloud statt. Die Aufteilung von Konfiguration im Web-Based Management und Programmierung mit eCockpit bietet zwei Vorteile. Zum einen haben Sie als Entwickler die Hoheit über die Daten und können entscheiden, welche der Daten in die Cloud gehen und welche nicht. Zum Zweiten können die Geräte auch ohne eine Steuerungsapplikation direkt mit einer Cloud verbunden werden, was natürlich im Endeffekt die Fehleranalyse deutlich vereinfacht. Mittels der Multicloud Connectivity können Sie kritische Daten auch dafür sorgen, dass kritische Daten nicht die Unternehmen verlassen und zum Beispiel an eine lokale IoT-Plattform gesendet werden, während weitere Daten hoch in eine Cloud gehen.
Die Multicloud Connectivity ist im Wesentlichen die Cloud Connectivity mal 2. Sollten Sie bereits eine eigene IoT-Lösung oder Cloud-Lösung verwenden, aber nicht zum Beispiel auf die Vorteile der Vago Cloud verzichten wollen, können Sie natürlich auch verschiedene Cloud-Lösungen und IoT-Plattformen miteinander kombinieren und so die Stärken der jeweiligen Plattform nutzen. Das sind auch schon die wesentlichen Vorteile der Multicloud Connectivity. Ich hoffe, ja, Sie bleiben mit dabei, wenn mein Kollege Carsten Wendt Ihnen nun etwas über die Vago Cloud erzählt. Vielen Dank. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Carsten Wendt und ich möchte Ihnen die neuen Funktionen der Vago Cloud kurz vorstellen. Hierzu wählen wir uns als erstes in unsere Subscription ein. Und hier am Startscreen können wir als erstes schon die erste Änderung sehen. Hier bieten wir Ihnen die Übersichtlichkeit von Verbindungen, aber auch von Alarmen. Hier können Sie direkt erkennen, ob ein Controller oder wie viele Controller online oder offline sind. Sie können erkennen, gibt es aus der Anlage kritische Alarme oder wurden in der Anlage Alarmlimits erreicht und eine Warnung generiert. Sie können aber auch hier im Arbeitsbereich direkt mit dem VoiceOver sehen, ob es Alarme gibt, ob es kritische oder Alarmwerte gibt und können direkt hier aus der Übersicht, aus dem Startfenster direkt auf dem PFC navigieren. Eine weitere Funktion, neue Funktion der Vago Cloud ist das Dashboard. Das neue Dashboard der Vago Cloud hat hier auf der linken Seite einen Navigationsbaum. Hier können wir die entsprechenden Dashboards ablegen und hier zum Beispiel auch ein Dashboard mit generellen Informationen kreieren. Auf der Übersichtsseite hier haben wir ein Datum, Uhrzeit, wir haben eine World Map, die Möglichkeit. Aber es können auch in dem Dashboard externe Informationen, wie hier zum Beispiel die Wetterinformationen, integriert werden. Wir bieten hier zum Beispiel auch die Wasserkonsumtion, können Sie darstellen über Liniendiagramme. Sie können hier Spitzenwerte, Durchschnittswerte anstellen in entsprechenden Panels, aber auch Tachodiagramme können dargestellt werden. Und wie man so ein Panel erstellt, das möchte ich Ihnen ganz kurz einmal zeigen. In wenigen Schritten erstellen wir ein Panel. Hierzu klicken wir auf Panel hinzufügen, gehen dann auf Panel hinzufügen, gelangen dann in die Editierebene. Auf der rechten Seite können wir die entsprechenden Visualisierungstools erkennen, womit wir ein Panel generieren können. Als erstes wählen wir eine Collection aus, eine Datencollection, wählen dann einmal Heating, wählen dann einmal das Zeitintervall, alles okay, tragen dann auf Ablage ausführen und sehen automatisch das kreierte Panel, was wir gerade erstellt haben. Legen es einmal ab und somit ist es automatisch im Dashboard abgelegt. Was können wir mit dem Panel jetzt machen? Wir können das Panel zum Beispiel auch duplizieren. Das heißt, wir duplizieren das Panel. Es wird in dem gleichen Dashboard angezeigt, gleich daneben. Wir können aber auch das Dashboard kopieren. Wir kopieren das Dashboard und wechseln das Dashboard und gehen in ein anderes Dashboard. Gehen hier ebenfalls auf Panel hinzufügen und hier bietet sich die Option kopiertes Panel hinzufügen. Ich füge das Panel hinzu und das gerade eben kreierte Panel ist hinzugefügt worden zu dem Dashboard. Die Option, die wir hier noch haben, wir können dann das kreierte Panel entsprechend variabel platzieren, auch in der Größe schieben und in der Dashboard anzeigen. Das ist eine Funktion im Dashboard. Aber auch die Möglichkeit, was kann ich, wenn ich etwas im Dashboard erstellt habe und nicht zufrieden bin, dann bietet sich hier auch noch die Möglichkeit, die Version zurückzuschreiben oder auf ältere Versionen zuzugreifen. Hier haben wir die Versionierung, das heißt, am oberen sieht man die letzte Änderung, aber auch wer hat wann welche Änderung durchgeführt. Das heißt, wir können dieses Dashboard zurückladen, wir können aber auch Vergleiche machen, was wurde zu welchem Panel verändert. Das sind die Versionenübersicht, die wir mit dem Dashboard Ihnen bieten. Das war die Kurzübersicht
zum neuen Dashboard der Vago Cloud. Ich bedanke mich. Herzlichen Dank. Vielen Dank für die interaktiven Einblicke in das neue Cloud-Dashboard. Marco, wir haben jetzt Einblick in verschiedenste Themen der Automatisierungstechnik bekommen, ganz speziell der Produktneuheiten von Vago. Was genau soll sich unser Zuschauer denn aus diesen Sessions mitnehmen? Zum einen möchte ich betonen, dass wir heute nur eine Auswahl aus unserem gesamten Produktneuheitenspektrum gesehen haben. Den vollständigen Überblick über unsere Produktneuheiten habe ich hier vor mir in Form von Broschüren liegen und den können Sie sich natürlich bei uns auf der Homepage auch digital herunterladen, sowohl in deutscher als auch selbstverständlich in englischer Sprache. Zum anderen, um deine Frage konkret zu beantworten, haben die Kollegen heute sehr schön und umfassend gezeigt, dass wir die Aufgaben, die sich im Zuge einer intelligent vernetzten Welt ergeben, lösen können und dass unsere Ideen vom Connectivity Hero in den Bereichen der I/O-Systeme, der Netzwerkinfrastruktur, der Steuerungstechnik und auch im Themengebiet der Cloud umsetzen lassen. Bei meinen Connectivity Heroes, die uns heute durch die Vorstellung geführt haben, möchte ich mich dafür schon mal an dieser Stelle recht herzlich bedanken. Das kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank auch für deine persönlichen Einblicke in die Produktneuheiten. Ich möchte die Chance nutzen und nochmal auf den morgigen Tag hinweisen. Am Dienstag wird von 9 bis 12 Uhr noch eine Session mit den Themen Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Smart and Easy, Optimierung von Anlagen und Prozessen in der Industrie und wie Sie die Energiewelt von morgen mit Vago gestalten, ausgestrahlt. Schalten Sie ein und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.